First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious, like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. So, wir sind wieder ein bisschen... Achso, alles klar. Falsche Knöpfe gedrückt. Ja, wir sind wieder ein bisschen zurückgesetzt worden, weil wir natürlich den letzten Spielstand geladen haben. Insofern gucken wir gleich mal. Wir müssen jetzt noch ein Stückchen ranfahren. Kann sein, dass wir den einen oder anderen Dialog nochmal hören, aber das passt schon. Wobei, wir können natürlich mal probieren. Spiel laden. Ich versuche es einfach nochmal. Es kann sein, dass wir ein Stück weiter vorne. Yasna. Yes? Okay, wir wurden also zurückgesetzt. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious, like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. So. Dann gucken wir mal, was die Allianz so treibt. Mal gucken, ob auch ein Herr Kaiser da ist. What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Unterschlupf. Da vorne müssen wir hin. Dann fahren wir hier mal zum Unterschlupf. So. Ich glaube, hier stehen wir sicher. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Ein Unterschlupf für mich. Hier zum Beispiel. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Ja, das ist aber ein Roboter, das sieht man von hier aus schon. Now, yes. Das ist 100%ig ein Roboter. Dafür geht er ein bisschen zu strikt. Okay, ich glaube, wir haben's. Ja, und die Kuppel macht mir so ein bisschen Sorgen, dass sie da, naja, weil man weiß es nicht, ne, wofür das da ist, wir werden es sehen. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. Wir müssen es leider nochmal It durchspielen. looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Is that all? I think so.
Oh, ich glaube, wir haben alles. You can assume that their equipment has already detected your presence, or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. So, dann gucken wir mal, ob die uns wohlgesonnen sind von der Allianz. Und was die überhaupt vorhaben, was sie überhaupt machen. Weil wir haben ja keine Waffen und nix. So, jetzt gehen wir runter. Jetzt sind wir tatsächlich an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da mache ich ein paar Minuten länger. Aber manchmal sind die Spawnpunkte bzw. die Speicherpunkte nicht so richtig gut gesetzt. Aber ist in Ordnung. So haben wir so ein kleines Recap. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy. I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis III. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Ja, ich bin echt gespannt, was... Hier können wir nicht... Eine Alpha-Wand? Nee, jetzt können wir hier kommen wir vorbei. Ich bin mal gespannt, was die Allianz... Also ich meine, was die überhaupt treiben, ob wir da überhaupt was rausfinden. Weil Menschen haben wir bis jetzt nicht gesehen. Und ich denke mal, das andere wird vorhin ein Roboter gewesen sein. So ähnlich wie er in unserer Basis war. Menschen habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Okay. Aber wie es aussieht, haben die hier ein bisschen Größeres vor. Ich denke mal, die werden irgendwelche Erze oder sowas abbauen. Vielleicht gibt es irgendwelche Mineralien. Oder ich weiß es nicht. Kann ja... Ist schwierig, ne? Auf jeden Fall sieht mir das nicht danach aus, als wenn die hier mal eben zu Besuch sind. Die haben sich, glaube ich, etwas länger hier eingerichtet. Habe ich so das Gefühl. Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber, naja. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier rechts hoch oder links hoch müssen. Ich denke mal, wir hätten sonst vielleicht da rechts hochgehen müssen, ne? Aber ist egal, wir gucken uns eh alles an. So, guck mal, da ist nämlich diese Kuppel, die wir gesehen hatten. Da würde ich auf jeden Fall hingehen wollen. Status? Nothing's changed, Ich Astrogator. gehe trotzdem mal rechts rum, weil ich will mal gucken, ob da noch was ist, ob wir da hinten längs gehen sollen. Weil ich weiß auch nicht, sollen wir erst zur Kuppel gehen oder erst zur Basis gehen? Ich weiß nicht, ob wir uns das aussuchen dürfen. Ich weiß es nicht. Ich meine, es macht mich auch so ein bisschen skeptisch, dass wir bis jetzt noch keine anderen Leute gesehen haben. Also eben halt nur ein Roboter. Wenn es ein Roboter war, aber ich gehe mal da echt stark von aus, weil dafür sah das zu klobig aus, die Bewegung. Gehen wir hier lang. Was die hier wohl im Schilde treiben? Weiß es nicht. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Mhm. Ich denke mal, das Ding wird gleich aufwachen. Oder ich denke mal, es wird eine Art Wache sein. Ich gehe aber erstmal... Warte mal, wo ist die Kuppel? Die ist da, ne? Ich umgehe das Ding mal ein bisschen. Hoffe ich. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Ob wir irgendwas finden. Außerdem würde ich mir, wie gesagt,
Kuppel ganz gerne angucken. Ich denke mal, das Ding wird gleich aufwachen, wenn wir so in die Nähe kommen. Außerdem können wir... Odd. Komisch. What? There's no one here. Ja, sag ich ja. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. Guck mal da. I'm not blind, sir. There's really no one here. Ich glaube... Could be some kind of trick. Not ich glaube nicht, dass es a living soul. Better for your safety if they make the first move. If you really don't see anyone. All right then. Enter the base. Just slowly, with your hands up. Ach, mit erhobenen Händen. Quatsch. Mit erhobenen Händen brauchen wir nicht. Ist ja noch keiner da mit Waffe. Ja, und so wie es aussieht, haben sie das Ding aus dem Weltall wo reingeschossen hier. Und das scheint so eine Art Schutzschild zu sein. Da steht auch noch einer. Wir gehen mal wieder zurück. Ich weiß nicht, ob wir da unten noch hin sollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir daran nicht vorbeikommen. Dass wir dann vielleicht mit unserem Auto da längs fahren können. Aber das jetzt noch nicht dürfen. Weil das Spiel das natürlich noch nicht will. Wir sollen natürlich erstmal hier die Basis mal erkunden. Und dann können wir das vielleicht irgendwie freischalten. Ich denke mal, das ist so gewollt. Mal gucken. Ich versuche mal hier oben mal reinzugehen. Vielleicht finden wir hier Hinweise auf die Crew. Yasna? Das sieht mir nicht... Yeah, I'm going. What have I got to lose anyway? Sieht mir nicht wirklich belebt aus hier. Das sieht mir nicht wirklich genutzt aus. I'm going in. Hallo, guten Tag. Sie haben Pizza bestellt? Clear. For now, Das sieht mir so richtig tot aus hier. I can't hear anyone either. Guck mal, hier liegt der ganze Kram einfach so wild wuchernd in der Gegend rum. Pass mal auf, wenn das nicht mal irgendwie so ein Maschinending ist, als wenn da mal wieder irgendwie die Maschinen, die die Macht übernommen haben, alle Menschen getötet haben und irgend so ein Scheiß. So, ein schwarzes Loch, Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens, wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie ein schwarzes Loch eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens, die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren des schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen. Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Mhm. Also schwarze Löcher haben die erforscht mutmaßlich. Da können wir nichts lesen. Ja. Floppen sind auch da. Aber dass so gar nichts zu sehen ist, ne? Also es sieht mir eher... Oh, guck mal, hier ist noch was. So, das Sterben der Sonne, Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber So und So, der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne. Drohung eines Wissenschaftlers auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf ich erinnere an den Verfasser Dr. Busa, nicht Busa, keine Ahnung,
Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffs in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die ganzen Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige 100 Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne um einen gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickelt wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen. Bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschung, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergangenheit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Busa. Postskriptum: Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich, zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person, zu rechtlichen Schritten zwingen. Also die Sonne wird dann irgendwie... Was war das? Verglühen. Da gehen wir gleich hin. Gehen wir runter oder gehen wir nach oben? This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. I'm at the central module. In the headquarters. Walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Mutterschiff. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. They conducted research and during excavations found... You won't guess. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So, that was their last move? Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. Ja. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect okay. they went after him, having detected his signal? Let's not get paranoid, Astrogator.
I think they had something else in mind. Ja. Ach, schwierig. Das war der Konvoi wahrscheinlich. Die Konvoiliste. Sollen wir noch was benutzen? Tagebuch aktualisiert. So, jetzt sind wir gerade da. Da steht unser Auto, ne? Da stehen wir. Das heißt, wir müssen hier lang fahren. Da sind wir gerade. Field Base Convoy Path. Also das müsste man jetzt noch einmal drehen quasi, ja. Convoy Path. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ach du Scheiße. Überprüfe den oberen Bereich. Alter. Landing? Warte mal. Site 2, Camp. Das ist aber unser Camp hier, ne? Also da sind wir, glaube ich, lang. Und da hatten die ihre Basis. Und das ist unsere Base hier hinten quasi. Landing, da sind wir gelandet. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Das werden wir sehen. Was können wir denn hier schön steuern? Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Mhm. Also kann ich hier irgendwie steigen, sinken, ablegen? Kann ich das hier irgendwie einstellen oder so? Kann das sich hier... So, jetzt vielleicht? I got the feed, Okay. but I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Mhm. Gucken wir mal bei 3. One is a flying unit. Ah, hier kann ich Some was sort of machen. probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Ah, wir müssen einen Weg finden, um zu landen. Das heißt, wir müssen irgendwo wahrscheinlich... Ach, doch, da. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Okay. Wir gucken trotzdem nochmal die anderen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay, alles klar. Okay. So, hier haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. So, wir gehen mal... Ist hier noch irgendwas zu sehen? Irgendwas zu finden? Hier geht's mal wieder runter. Auch nichts.
I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Hier sind auf jeden Fall Fußspuren. Fußspuren haben ja auch nichts zu sagen. Oder warte mal kurz. Okay. Wir gehen sowieso einmal komplett rum. Biolab, ja. Tierzeichnung. Scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis III. Ja, wie die der Erde, ne? Wie die Dinosaurier auf der Erde. Opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. Okay. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. Oh. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Kugasa. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Naja gut, ich meine, das würde dann ja wahrscheinlich ganz gut passen, wenn man sich jetzt überlegt, dass da diese ganzen Metallgebilde unter der Erde sind, dass diese elektrischen Impulse daher kamen, ne? Vielleicht. Wäre möglich. I could spend all day here if... Ja. Well, if I could. I'm not Wäre surprised, schon Doctor. interessant. So. Hier geht's raus, hier wollen wir aber nicht raus. Da ist die Sonne. Wir gehen nochmal weiter. Still, nothing. It looks like a geology lab. Ja, hier auch jemand rumgefriemelt. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Naja, das ist ja die Frage. Sind das wieder Außerirdische oder... Na, weiß ich nicht. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those Yeah. structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Basalt. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No.
At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Metallablagerung. Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Okay. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Also doch Richtung Außerirdische. Also irgendwann ist das Leben eingegangen und dann kam irgendwann das Metall, sage ich mal, dieses metallhaltige Lehm, dieser metallhaltige Lehm, von dem sie gerade gesprochen hat. Und da ist das Leben quasi auf dem Planeten, ja, verreckt, sage ich mal. Und jetzt nimmt das aber auch wieder langsam so ein bisschen ab. Aber irgendwas verhindert das Leben quasi noch. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Es wird immer mysteriöser. Und vor allem, es kann natürlich sein, weil, sag ich ja schon, die ganzen Leute, die durchgedreht sind, ich denke, was wird mit denen hier genauso passiert sein? Dem muss es ja irgendwas geben. Es muss ja irgendwas geben, was die Leute zum Durchdrehen gebracht hat. So, ich will nur mal eine Sache kurz gucken. Warte mal, hier waren wir ja drin. Müssen wir mal ganz zurück. Ich wollte mich gucken, wo es da noch in den Keller geht. Da geht es ja auch nochmal irgendwie runter. Tja, hier können wir nochmal nach oben. Da müssen wir ja auch nochmal hin. Da waren wir auch noch nicht. Gucken wir One gleich. step at a time, Yasna. One step at a time. Ach, guck mal an. Siehst du mal, da haben wir das. Genau, das ist nämlich das, was ich mir nämlich dachte, dass wir da sonst mit dem Auto nämlich gleich noch längs fahren dürfen. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. Genau. When you're ready, Doctor. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir das machen müssen. Folge dem Konvoi der Allianz. Machen wir auch gleich. And our satellite will be over their ship. So, Oh, lucky. Clouds are low. müssen wir da wieder runter, ne? Hier ging es doch auch noch mal irgendwie links. Ne, Fortunately, wo kamen wir denn hier lang? here. Kam, glaube ich, daher, ne? Hier wollte ich noch runter. Are you still looking? Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Gut, also hier gibt es auch nichts zu finden. Und hier ist noch ein Auto. Geil. Das heißt, mit dem können wir garantiert weiterfahren.
Gucken wir uns alles an. Also das sind wahrscheinlich nur die... Ja, da sind wir einmal durchgelatscht wahrscheinlich, ne? Naja. Brauchen wir uns eigentlich nichts weiter angucken. Ist hier was drin, was wir brauchen können? Das ist noch eine Drohne. Damit können wir aber nichts anstellen, ne? Der Drohne. Ach, Blödsinn. Die Drohne haben wir gelandet. Ich bin so ein Trottel. First images from this area. So, erstmal Bilder. If it's been flying long enough, it may store important information. Ja, das ist die Basis von oben. Das ist wahrscheinlich schon der Konvoi oder einfach nur so. Die Aufzeichnungen sind neu. Es gibt Fotos meiner Ankunft. Ach, es sind wir. Ich dachte, das wäre der Konvoi schon gewesen. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really. Okay. Und da ist der Bot. Den gucken wir uns gleich mal an. Ist hier noch irgendwas? Ich denke mal, der Roboter weiß auch nicht, was er tun soll. Da würde ich ganz gerne rein, darf ich aber nicht. Kommen wir auch nirgends rein. Da dürfen wir nicht rein. Da gibt es auch keine Verbindung, ne? Das heißt, wir kommen hier nicht rein. Mal gucken, was der Bot sagt. Roboter. Na, Mignon? The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Sag ich doch. Ja, das war doch klar. Hier gibt's nichts. Ja, hier gibt's gar nichts. Gar nichts. Gar nichts gibt's hier. Können wir denn hier einsteigen? Dürfen wir. Okay, geil. Sehr schön. So, das heißt, wir können tatsächlich dem Konvoi direkt folgen. Ich würde mir aber ganz gerne nochmal... So, da dürfen wir nicht. Wir müssen da links rum. Da links rum, dann müssten wir eigentlich gleich auf diese Sonde treffen, die da dieses Schutzschild gemacht hat, ne? Da. Genau. Dann müssen wir, glaube ich, rechts rum. Focus. What now? Warum dieses Schutzschild? War das vielleicht schon ein Schutzschild gegen... War das vielleicht schon ein Schutzschild gegen den unsichtbaren Gegner? Kann das vielleicht sein? Die wollen nichts machen. Aber für irgendwas wird das Ding ja da gewesen sein hier. Also für irgendwas, wenn sie diese Barriere ja gemacht haben. Ich denke mal, die haben was gefunden, was sie nicht hätten finden sollen. I'm leaving the base. Going after the convoy. Astrogator. 1 minute. I've got some crucial information. Okay. I had to make sure before I told you. What is it? It's about Gorski. He's alive. Ah, What? But how? You said he died during the night. Correct, I did. I couldn't let you go back to those ruins. But once you'd given up on returning to orbit, I sent Hopper back for him. Artie carried the doctor on board and secured him. Now Gorski's in the infirmary. How could you, sir? I believed Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good.
If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski died because you waited too long... But he didn't. Thanks to you, Yasna. Da vorne ist was. Okay. Untertasse. Lass uns mal eine an. Die gucken wir uns noch an. Untertasse. Sieht mir aber... Naja. I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it Wie nicht works. fliegen. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Es sieht mir noch zu menschlich aus, was sie hier gebaut haben. Das sieht mir nicht danach aus, als wenn das außerirdisch wäre. Das sieht mir tatsächlich nach einer menschlichen Bauart aus hier. Vielleicht haben die ja irgendwas versucht. Aber hier können wir nichts machen. Hier gibt es nichts zum Angucken. Können wir nichts machen. Merkwürdig. Flying I Saucer. should move. Oh, there's no time. So, aber dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt haben wir schon eine Untertasse gefunden. Sieht mir aber so ein bisschen eben nach menschlicher Bauart aus, ne? Also wie ich schon sagte. Wir wissen immer noch nicht genau, warum oder wer The Invincible ist. Ob das jetzt irgendwie ein Tier ist, ob es eine Maschine ist. Ich denke mal, es wird eher eine Maschine sein. Etwas, wovor die Allianz auch geflüchtet ist, was sie vielleicht im Vorfeld gefunden haben. Dafür auch das Kraftfeld. Kann ich mir vorstellen, dass sie da auf irgendwas gestoßen sind, auf was sie nicht hätten stoßen sollen. Und deswegen haben sie vielleicht über den Konvoi vielleicht evakuiert. Ich weiß es nicht. Werden wir rausfinden. Ich bin sehr gespannt. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge The Invincible wieder. Macht die gut. Bis dann. Tschüss. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just...